Hallo ihr Lieben, heute machen wir was Leckeres zum Mittagessen. Ich habe mir überlegt, wir machen Rindfleischfilets aus dem Backofen. Ich werde sie gleich kurz braten, dann machen wir eine leckere Soße und dann kann es in der Soße so ein bisschen schmoren, garen. Ich habe mein Rindfleisch, dann nehmt ihr am besten zum Beispiel welches aus der Schulter, das mag ich immer ganz gerne. Das habe ich schon in Scheiben runtergeschnitten, dann kann das einfach schneller garen und wir sparen uns auch ein bisschen Zeit. Ich weiß ja, dass Zeit immer so ein Thema ist beim Mittagessen. Und das habe ich schon geschnitten in 1,5 Zentimeter dicke Scheiben. Ich gehe jetzt zuallererst rüber zu meiner Pfanne und da gebe ich jetzt Olivenöl rein. Olivenöl dürft ihr, wenn es gut und kalt gepresst ist und nativ extra ist, nicht heißer als 175, 180 Grad erhitzen. Daher gehe ich jetzt auf Stufe 7 von 9 und werde dann mein Fleisch von jeder Seite circa 1 Minute darin anbraten. Das Fleisch habe ich jetzt rausgenommen und zurück auf den Teller gegeben. Das benötigen wir auch gleich direkt wieder. Kleiner Tipp von mir, nehmt euer Fleisch gerne 45 bis 60 Minuten zuvor aus dem Kühlschrank, damit es so ein bisschen auf Zimmertemperatur kommen kann und ihr das nicht ganz kalt in die heiße Pfanne gebt. Sonst lauft ihr Gefahr, dass es etwas zäher wird. So, jetzt geht es weiter mit unserer leckeren Soße. Dafür nehme ich jetzt dieselbe Pfanne. Hier ist auch noch ein bisschen Olivenöl drin. Das ist auch gut so. Das schmeckt nämlich sehr, sehr gut. Und jetzt kommt Butter dazu. So, die lasse ich da jetzt drin schmelzen. Auch bei Butter bitte aufpassen, nicht zu heiß schmelzen lassen, sonst verbrennt sie, wird dunkel und dann müsstet ihr alles nochmal neu machen. Und da gebe ich jetzt auch schon direkt Paprikamark dazu. Ihr könntet auch Tomatenmark nehmen, wenn ihr Paprikamark nicht da habt, ist auch sehr lecker. Und dann verrühren wir das. Das Paprikamark konnte jetzt schön rösten. Das hat jetzt nur 1 Minute gedauert und jetzt geben wir Mehl mit dazu und rühren das ständig um. So, zum Mehlschwitze gebt ihr dann nach und nach warmes Wasser und rührt das schön um, damit keine Klümpchen entstehen. Jetzt ist bei mir eine sehr, sehr flüssige Creme entstanden, sage ich mal. Das wird im Backofen später noch so ein bisschen sämiger. Und da geben wir jetzt Senf mit dazu. Außerdem 2 ganze Knoblauchzehen, die geben richtig, richtig schön Geschmack ab. An Gewürzen nehme ich Gemüsebrühe, ein bisschen Chilipulver, Salz, auch nicht zu viel, je nachdem wie salzig die Gemüsebrühe schon ist. Und frisch gemahlenen Pfeffer. Und danach kommen wir zum Gemüse. Im nächsten Schritt eine Zwiebel vierteln, außerdem Kartoffeln schälen und in kleine Stücke schneiden. Und wenn ihr Möhren gern dazu nehmen möchtet, dann schneidet die auch in kleine Stücke. Ihr könntet jetzt eigentlich auch andere Gemüsesorten nehmen, aber je nachdem, wie kurz die Garzeit ist, könnt ihr andere Sachen zum Beispiel auch zum Schluss erst dazugeben, wie zum Beispiel Champignons, die ich gerne mit dazu genommen hätte, aber aus Rücksicht zu dir, da Hamza keine Champignons mag, habe ich jetzt einfach weggelassen. Danke! Die könntet ihr dann ganz zum Schluss nach dem Garvorgang mit dazugeben. Die brauchen ja nicht so lange. So, die Zwiebel gebe ich jetzt rein. Gibt auch nochmal einen sehr, sehr guten Geschmack ab. Jetzt kommt das Fleisch zurück, das Gemüse kommt zurück und den Backofen habe ich auch schon vorgeheizt auf 200 Grad Ober- und Unterhitze.
So, fast hätte ich es vergessen. Schmoren bitte immer mit Deckel, sonst wird euer Fleisch trocken. Den Deckel gebe ich da jetzt noch drauf. Mein Deckel ist bis zu 200 Grad backofenfest, daher ist das hier überhaupt kein Problem. Ihr müsst nicht mit Alufolie oder sonst was arbeiten. Und das schmort jetzt 1 Stunde lang und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache jetzt nebenbei Reis, den habe ich natürlich mit Salz gewürzt und mit Ras Al Hanout. Probiert es unbedingt mal aus. Ich verlinke euch das natürlich unten in die Infobox. Ist in der arabischen Welt mega, mega bekannt. Und ich finde, auch in der deutschen Küche sollte das viel, viel öfter benutzt werden. Das macht den Reis nämlich nochmal richtig, richtig schön würzig. So, fertig. 1 Stunde ist rum und das Gericht ist fertig. Ihr müsst euch einfach nur dran halten, dass ihr jetzt Kartoffeln wirklich in mundgerechte Stücke schneidet, damit sie auch wirklich gleichzeitig gar werden. Und das Fleisch ist jetzt nach der Stunde auch sehr, sehr zart. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach rüber mit dem leckeren Essen zum Tasty Table und Hamza probiert dann einfach mal für uns. Ich an dieser Stelle verabschiede mich schon mal und wünsche euch einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss, eure Kiki! Ich dachte, ich mache einen Taste-Test. Ich würde es dir vorschneiden. Ich habe einmal probiert, das schmeckt echt lecker. Und jetzt musst du probieren, Hamza. Wir sind doch Ehemann und Ehefrau, oder? Ja, wir gehen eine neue Gabel. Essen wir vom gleichen Gabel und vom gleichen Teller. Also ich finde es sehr, sehr lecker gewürzt, Kiki. Das Fleisch ist schön zart, super gewürzt. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich finde es lecker. Leute, macht's nach. Unbedingt. Kiki, hast echt toll gemacht. Ehrlich. Dankeschön. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Bis dann. Tschüss. Ja, nur den Reis probieren. Ach ja. Mega.